Heute gibt es ein kleines Update zu meinen Brotbackvideos. Ich habe mich bei dem Video, wo ich mit dem Ultra backe, versprochen und ihr hattet mir viele Fragen gestellt, die versuche ich jetzt mit zu beantworten. Vor allem aber möchte ich euch zeigen, welche Unterschiede es gibt, wenn ihr das Brot mit der Cocotte, mit dem Ultra oder mit einem ganz normalen Edelstahltopf backt. Ich backe heute nochmal mit euch das Brot ohne Kneten. Das ist ein super einfaches Rezept. Alles, was ihr dafür braucht, ist eine Schüssel und 3 Tassen Mehl. Am liebsten backe ich persönlich mit Dinkelmehl. Im Moment ist aber leider das ganze Mehl ausverkauft. Deshalb nehme ich jetzt heute einfach mal Weizenmehl. Und zwar kommen dort 3 Tassen Mehl rein. Viele haben mich gefragt, wie viel Gramm das ausmacht. Und ich habe das vorhin mal nachgemessen. Das entspricht genau 600 Gramm Mehl. So, ihr braucht 3 Tassen Mehl. Darauf kommt ein Teelöffel Trockenhefe, und 2 Teelöffel Salz. Das Ganze rührt ihr schon mal um und auf das Mehl gebe ich immer 1,5 Tassen heißes Wasser drauf. Viele haben sich darüber beschwert, dass man kein heißes Wasser nehmen soll. Deshalb nehme ich heute mal lauwarmes Wasser. Ich selber mache das Brot, wie gesagt, seit Jahren mit heißem Wasser. Aber heute nehme ich mal lauwarmes Wasser und nehme dafür einfach diese Tasse, die ich auch für das Mehl benutzt habe. Es ist egal, welche Tasse ihr nehmt. Hauptsache die gleiche Tasse benutzt ihr dann auch für das Wasser. So, ich habe jetzt hier schon mal eine Tasse Wasser und jetzt kippe ich noch eine halbe Tasse drauf. Und das Ganze wird jetzt einfach umgerührt. So sieht der Teig dann aus und den decke ich jetzt ab und stelle ihn 3 Stunden zur Seite. Dadurch, dass wir warmes Wasser benutzen, muss der Teig nicht über Nacht oder so viele Stunden gehen. Das ist das Schöne an dem Rezept. Mit dem warmen Wasser braucht der Teig wirklich nur 3 Stunden gehen. Der Teig ist jetzt 3 Stunden gegangen und sieht jetzt so aus. Jetzt streue ich Mehl auf ein Backpapier und verteile den Teig. Und jetzt benetze ich den Teig einmal komplett mit Mehl. Jetzt nehme ich den Topf. Ich fange jetzt mit dem Topf an. Und stelle den Teig samt Papier in den Topf. Das Papier ein bisschen zur Seite falten. So, ich habe die ersten beiden Brote in die Töpfe gefüllt. Dann streue ich gerne nochmal Mehl drauf. Das sieht einfach schöner aus. Und schneide das Brot einmal ein. Ich heize den Ofen jetzt vor. In der Zeit kann das Brot noch mal kurz gehen. Und backe die Brote jetzt nacheinander und dann zeige ich euch das Ergebnis. Ich fange jetzt mit dem Bräter an und stelle ihn jetzt, wie gesagt, für eine halbe Stunde in den Ofen. Und zeige euch dann gleich in einer halben Stunde das Ergebnis. Der Topf ist jetzt für 30 Minuten im Ofen gewesen
und sieht jetzt so aus. Jetzt holen wir das Papier raus. Und jetzt kommt das Brot wieder in den Topf ohne Papier und jetzt backen wir ohne Deckel nochmal für 30 Minuten weiter. Das Brot ist jetzt fertig und sieht super aus. Jetzt muss ich es noch rausholen und lasse das Brot darauf ausdampfen. So sieht das Brot im Bräter aus. Und stelle jetzt den Edelstahltopf mit Deckel und den Ultra, weil die beiden bekomme ich nämlich zusammen in den Ofen. In dem Ultra kommt der Teig ohne Backpapier, da ist einfach ein bisschen Mehl eingestreut. Das mache ich erst kurz vorher, weil sonst das Mehl vom Boden wegzieht und dann klebt es beim Rausholen fest. Und Mehl drauf. Das kommt jetzt, wie gesagt, beides in den Ofen. Im Edelstahltopf muss das Brot etwas länger backen, weil es hier einfach nicht so schnell durch ist. Deshalb kommt der Topf jetzt für 45 Minuten mit dem Deckel in den Ofen und im Ultra nur für 30 Minuten. Aber ich zeige euch gleich nach 30 Minuten mal den Unterschied. So sieht das Brot jetzt nach 30 Minuten im Ultra aus. Und so nach 30 Minuten im Edelstahltopf. Obwohl, der ist eigentlich relativ gut diesmal. Meistens ist aber tatsächlich so, dass man den Teig im Edelstahltopf mindestens 10 Minuten länger drin lassen muss. Ja, der ist schon noch ein bisschen weich, der ist fester. Im Ultra backe ich ihn jetzt auch ohne Deckel wieder 30 Minuten weiter. Und hier hole ich jetzt das Papier raus. Na, es ist, ja, der ist schon noch sehr, sehr weich. Der Teig, das merkt man. Oh nee, der muss noch mal rein, der ist zu weich. So, ich habe den Topf jetzt noch mal 20 Minuten länger drin gelassen und ich hoffe, jetzt sieht es besser aus. Ja, jetzt ist er nicht mehr ganz so weich. So, und jetzt kommt der Topf auch für eine halbe Stunde oder 40 Minuten rein. Ich muss mal schauen. Viele fragen, warum ich das Backpapier raushole. Das Brot muss anschließend ohne Backpapier in den Topf, damit es schön kross wird und auch richtig durch ist. Ansonsten würde es unten weich und pampig bleiben. In der Zwischenzeit ist das Brot im Ultra fertig und das sieht super aus. Das hole ich jetzt mal raus und lasse das jetzt mal ausdampfen. Und dann vergleichen wir gleich mal alle 3 Brote. Ich hole jetzt das dritte Brot im Edelstahltopf raus. Das ist das dritte Brot und auch das sieht super aus. Alle 3 Brote sind fertig und alle 3 sehen super aus. Man sieht, sogar im Edelstahltopf wird das Brot gut. Es dauert halt einfach nur länger, aber alle 3 Brote sehen super aus. Und wie ihr seht, wenn ihr keinen
Ultra habt und auch keinen Bräter, im Edelstahltopf geht es auf jeden Fall. Ja, viel Spaß beim Nachbacken. Ich hoffe, alle Fragen sind geklärt und freue mich auf Kommentare, wie das Brot bei euch geworden ist.